wichtig ist, dass gerade unser Körper auch auf Zucker, vor allem Glucose, auch angewiesen ist. Also gerade unser Gehirn wird seine Energie vor allem über Glucose einfach gewinnen. Excessive intake of sugar can induce a health problem. Kann man denn von Zucker süchtig werden? Also Zucker beispielsweise zeigt auch eine Belohnungswirkung, nachdem man das eingenommen hat, aber die ebbt sehr schnell wieder ab. Wenn also viel Zucker konsumiert wird, dann gibt es ein höheres Krankheitsrisiko. Und wenn es mehr Krankheiten gibt, dann gibt es höhere Kosten im Gesundheitssystem. How much sugar is actually okay? The intake of sugar should not exceed 10% and ideally would be less than 5%. Zucker ist überall. Ob Gebäck, Saft oder Fertigprodukte, in fast allen Lebensmitteln, die wir konsumieren, ist er in irgendeiner Form enthalten. Und obwohl uns süße Sachen schmecken, wissen wir, dass zu viel davon ungesund ist. Aber warum? Was macht Zucker in unserem Körper und mit unserem Gehirn? Und ist Zucker immer gleich Zucker? In dieser Folge der guten Frage wollen wir uns unter anderem anschauen, welchen Effekt eine Zuckersteuer haben könnte und ob Zucker wirklich süchtig machen kann. Dass in so einem Donut eine ganze Menge Zucker steckt, das sollte den meisten eigentlich bewusst sein. Zucker ist aber auch in vielen Lebensmitteln enthalten, in denen man ihn oft nicht vermutet und auf den ersten Blick auch gar nicht erkennt. Denn Zucker kann richtig viele Namen haben. Um mich in diesem Bezeichnungsdschungel zurechtzufinden, helfen mir jetzt die Doktorandinnen Paula Klügel und Stefanie Treibmann von der Professur für Lebensmittelchemie. Was ist Zucker denn chemisch gesehen überhaupt? Also der Begriff Zucker wird oft als Überbegriff für eine bestimmte Stoffgruppe verwendet, und zwar die Kohlenhydrate. Und die können so in 4 Gruppen aufgeteilt werden. Da haben wir zum einen die Monosaccharide, die bestehen eben aus einem Molekül. Dazu gehört zum Beispiel die Glucose, das ist der Traubenzucker. Dann haben wir die Fructose oder auch bekannt als Fruchtzucker. Dann gibt es die zweite Gruppe, das sind so die Disaccharide. Da haben wir einmal die Saccharose, das ist so unser ganz typischer Haushaltszucker, mit dem wir backen und kochen. Dann gibt es zum Beispiel auch noch die Laktose, das ist der Milchzucker, oder die Maltose, der Malzzucker. Die dritte Gruppe sind die Oligosaccharide. Die bestehen so aus 3 bis 10 Molekülen. Da gehört zum Beispiel Maltodextrin mit dazu. Und die vierte Gruppe, das sind die Polysaccharide, die bestehen aus mehr als 10 Molekülen. Da gehört zum Beispiel die Stärke mit dazu, so als typisches Beispiel. Welche Funktion hat Zucker in Lebensmitteln? Zucker hat in Lebensmitteln ganz viele verschiedene Funktionen. Zuallererst denkt man natürlich erstmal an den Süßgeschmack. Dann haben sie aber auch noch verschiedene technologische Funktionen, wie zum Beispiel, dass sie als Feuchthaltemittel verwendet werden. Das ist dann beispielsweise Glucose-Fructose-Sirup. Oder dass sie zur Haltbarmachung genutzt werden, weil sie eben aus dem Lebensmittel das Wasser binden können und dadurch für Mikroorganismen kein Wasser mehr zur Verfügung steht. Dann wiederum können Zucker auch verwendet werden, um Reifungsprozesse zu unterstützen. Also beispielsweise in Salami ist ja auch Dextrose, also Glucose drin. Und zu guter Letzt geben Zucker auch noch eine gewisse Textur und ein Mundgefühl. Ich habe gerade einen Donut gegessen. Was passiert jetzt in meinem Körper? Also der Donut befindet sich jetzt wahrscheinlich im Dünndarm. Dort gibt es dann Enzyme, die den Haushaltszucker, also die Saccharose, im Donut spalten können. Dann wird die Glucose und die Fructose auch aufgenommen in den Blutkreislauf. Da befindest du dich wahrscheinlich gerade so am Anfang, wenn das gerade eben passiert ist. Und jetzt im Laufe der Zeit würde dein Blutglukosespiegel stetig ansteigen. Das merkt der Körper und schüttet dementsprechend Insulin aus. Das ist ein Hormon, was dafür sorgt, dass im Rest des Körpers Glucose aufgenommen wird und zur Energieverwendung genutzt wird. Da das jetzt der Donut sehr schnell verfügbarer Zucker ist, würde da relativ schnell das Maximum erreicht werden und dann eben die Glucose wieder im Blut absinken, weil sie natürlich in die Muskeln zum Beispiel aufgenommen wird durch das Insulin. Dadurch, dass das Ganze relativ schnell geht, kann sich das Insulin da gar nicht so schnell wieder zurückbilden. Und deswegen sinkt dann der Glukosespiegel im Blut oft auf Gehalte an, die man als Unterzuckerung bezeichnen könnte. Das heißt, du hast vermutlich so in 2-3 Stunden dann wieder Hunger, weil du unterzuckert bist. Wenn du jetzt stattdessen zum Beispiel eine Portion Haferflocken gegessen hättest, wäre diese Kurve deutlich flacher. Man würde wahrscheinlich auch nicht in diesen Bereich der Unterzuckerung kommen, weil dadurch, dass es langsamer dauert, das Insulin sich auch schneller wieder regulieren kann. Welche Zuckeralternativen gibt es denn und sind diese wirklich so viel besser und gesünder, wie man es öfter mal hört? Da gibt es so
zwei Gruppen, sage ich mal, die man da unterscheidet. Das sind einmal die Zuckeraustauschstoffe und die Zuckerersatzstoffe. Die Zuckeraustauschstoffe, die entstehen immer aus der Reduktion von Monosacchariden. Also aus Glucose und Fructose könnte zum Beispiel Sorbit entstehen und aus der Xylose das Xylit. Und die werden eben genauso eingesetzt wie auch der normale Zucker in Lebensmitteln zur Süßung, als Weichmacher oder als Kristallisationsverzögerer. Und dann gibt es noch die Zuckerersatzstoffe, das sind so die typischen Süßstoffe. Das wären einmal Aspartam, Xylamat, Saccharin. Und die haben eine deutlich höhere Süßkraft als Saccharose, werden deswegen auch in geringeren Mengen eingesetzt. Und zu der Frage, ob die gesünder sind als Zucker, das kann man nicht einfach als Ja-Nein-Frage beantworten. Die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Bei den Zuckerersatzstoffen ist der Vorteil, dass sie nicht kariogen sind und eben auch für Diabetes geeignet sind, weil sie insulinunabhängig oder sehr gering insulinabhängig verstoffwechselt werden. Der Nachteil ist, dass sie eben abführend wirken und deswegen das eben auch verpflichtend als Angabe auf den Lebensmitteln dann draufstehen muss. Für die Süßstoffe ist der Vorteil natürlich, dass sie prinzipiell eigentlich gar keinen Energiewert für uns haben, keinen Nährwert. Und der Nachteil ist hier aber zum Beispiel die Sucralose, wenn wir die jetzt als Beispiel nehmen, die darf nicht für die heiße Küche verwendet werden, da so ab ungefähr 120 Grad Celsius sich sogenannte polychlorierte Dioxine bilden, die gesundheitsschädlich sind. Und prinzipiell kann man wirklich auch zu den Süßstoffen auch einfach sagen, dass in den meisten Studien es tatsächlich auch so ist, dass wenn Süßstoffe eingenommen wurden, gar kein positiver Effekt zum Beispiel auf das Abnehmen oder auch für Diabetesrisiko gezeigt wurde. Dementsprechend ist so dieser riesige Vorteil, den ja ganz viele sehen, gar nicht belegt. Wichtig ist vor allem auch, dass gerade unser Körper auch auf Zucker, vor allem Glucose, auch angewiesen ist. Also gerade unser Gehirn wird seine Energie vor allem über Glucose einfach gewinnen. Dadurch brauchen wir definitiv auch für unseren Körper ganz essentiell den Zucker. Haben eure Großeltern euch früher auch immer heimlich Süßes zugesteckt? Bei mir kam das manchmal vor, denn meine Eltern haben schon darauf geachtet, dass ich nicht zu viele Süßigkeiten esse. Aber welche Menge an Zucker ist eigentlich zu viel und ab wann wird es ungesund? Das beantwortet mir jetzt Michele Solimena. Er ist nicht nur Professor für molekulare Diabetologie, sondern auch Direktor des Paul-Langerhans-Instituts Dresden. What does sugar do to our bodies? Well, sugars are mainly used as a fuel, but they have also other function. As a fuel, they are a major source of energy that support the movement or the activities of the neurons in the brain. They can be taken in different ways, but eventually the most important metabolite is glucose. Glucose is actually burned in our cells. And its burning is what generates energy that can be stored by the cells or immediately used to support their activities. For example, in muscle cells, to support contraction, in the neurons to support their electric activity for communication. How much sugar is actually okay? Well, there are different criteria by different organizations. For example, the American Heart Association recommend that the women would not have an intake greater than 6 spoons of sugar, I mean teaspoons, which equals to 25 grams. And for men, it would be 9 teaspoons, which equals to about 37.5 grams. Also, overall, the intake of sugars should not exceed 10%, and ideally it would be less than 5% than the food intake in terms of calories in our diet. And this is because indeed excessive intake of sugar can induce a health problem. What are the diseases linked to excessive sugar intake? One clear association is with weight gain and obesity. The excessive food intake leads to overweight because not all the sugar can be readily used to supply energy and therefore is stored by our body and in particular in the fat cells where it is converted into lipids. The clear disease resulting actually from excess of glucose is diabetes, and actually is the most common form of endocrine disease resulting, and actually the widest non-infectious disease that is considered to be epidemic by the World Health Organization. Other disturbances can be the cardiovascular
with increased risk of heart infarct and hypertension, hyperlipidemia, but also dental health. Excessive amount of glucose can favor the growth of bacteria and therefore problem for the dental hygiene. 8,9 Millionen Menschen in Deutschland leben mit Typ-2-Diabetes. Diese Zahl steigt jährlich um etwa 450.000 Neuerkrankungen an. Insgesamt ist die Rate der Neuerkrankungen zwischen 2014 und 2019 bei Frauen um 2,4% und bei Männern um 1,7% jährlich gesunken. Das Risiko für eine Erkrankung an Typ-2-Diabetes lässt sich laut der Deutschen Diabetesgesellschaft durch eine ausgewogene, ballaststoffreiche Ernährung mit weniger tierischen Nahrungsmitteln deutlich reduzieren. Eine andere Krankheit, die mit dem übermäßigen Konsum von Zucker einhergeht, ist Adipositas. In Deutschland sind 24% der Erwachsenen und 6% der Kinder und Jugendlichen davon betroffen. Insgesamt leben 16 Millionen Menschen mit dieser chronischen Krankheit. Laut der WHO sind Übergewicht und Adipositas für mehr als 1,2 Millionen Todesfälle in Europa verantwortlich und damit nach Bluthochdruck, ernährungsbedingten Risikofaktoren und Tabakkonsum die vierthäufigste Todesursache. Der Zuckerkonsum der Deutschen ist in den letzten 70 Jahren angestiegen. Während eine Person im Wirtschaftsjahr 1950-51 28,1 Kilogramm verbraucht hat, waren es 2021 4,4 Kilogramm mehr. Weltweit liegen wir damit im Mittelfeld. In China wird pro Person lediglich eine Menge von 10,9 Kilogramm konsumiert. Spitzenreiter dagegen ist Brasilien mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 46,9 Kilogramm Zucker. Could you explain again how a high sugar intake can lead to diabetes? Well, there are multiple theories still unclear, but it's fair to say that excessive nutrients can place an overload on the cells that are responsible to maintain the glucose within certain level in the blood. For example, the pancreatic beta cell, these are the cells we are investigating. They are the cells responsible for the release of insulin and eventually the inability of the cells to put up with this amount of glucose in terms of insulin production is what results in the most common form of diabetes called type 2 diabetes. Zuckerverzicht ist gerade richtig im Trend. Vielleicht seid ihr auch schon mal über eins dieser Videos gestolpert, wo Leute im Selbstexperiment ca. 2 Wochen lang keinen Zucker konsumieren. So stelle ich mir Drogenentzug vor. Aber warum essen wir so viel Zucker? Sie klagen über Kopfschmerzen, Schlappheit und Heißhunger. Das klingt ja fast so, als könnte man von Zucker richtig süchtig werden, oder? Das verrät mir jetzt Marlin Hildebrandt. Sie forscht am Neuroimaging Center zu Sucht. Kann man denn von Zucker süchtig werden? Um das zu beantworten, würde ich gerne erst noch mal drauf schauen, was überhaupt eine Sucht ausmacht. Also eine Sucht ist immer auf ein Verhalten bezogen. Das ist in den meisten Fällen eben der Konsum von einer bestimmten Substanz. Oder es kann auch Gaming sein, also so Online-Gaming. Das Verhalten allein reicht aber nicht aus, sondern das tritt dann im Zusammenhang auf mit so charakteristischen Symptomen wie Kontrollverlust über dieses Verhalten. Also man macht es länger, als man wollte. Und dann gibt es noch andere Symptombereiche. Also zum Beispiel ein starkes Verlangen nach dieser Substanz. Und das nennt sich Craving, wenn man dann so einen starken Anreizmotivation hat dafür. Und als letzten wichtigen Bereich gibt es dann noch was dann schon stärkere Ausprägungen mit sich bringen. Also dass zum Beispiel alle anderen Sozialverhalten, Aktivitäten, andere wichtige Dinge im Leben dafür vernachlässigt werden. Wenn man sich jetzt auf Zucker bezieht, dann ist da vor allem wichtig, dass wir nur teilweise diese Symptome sehen. Also zum Beispiel Kontrollverlust ist was auch mit Zucker oder mit hochkalorischen Lebensmitteln in Zusammenhang gebracht wird. Aber andere Bereiche, wie zum Beispiel das totale Vernachlässigen anderer Aktivitäten, das tritt nicht so sehr auf. Du siehst schon, da sind schon viele Bereiche, die sich überlappen. Und deswegen gab es auch in der Forschung eine Initiative, die das verglichen haben und dann noch in weitere Bereiche reingeschaut haben, wie zum Beispiel ins Gehirn. Also wäre so die Antwort darauf, dass es so ein Zwischenbereich ist? Genau, also wenn man sich jetzt das Ende von der Debatte anschaut, dann würde eigentlich gerade der Konsens lauten, dass es keine Sucht ist. Die Idee war ursprünglich, dass es ziemlich ähnliche Symptome gibt, aber auch ähnliche Wirkungen von Zucker oder von sehr hochkalorischen Lebensmitteln im Gehirn, wie es auch Drogen zeigen. Und dazu gehört zum Beispiel, dass es eine sehr hohe, schnelle Aufnahme ins Blut hat und einen hohen Wirkstoffgehalt, wie auch Drogen. Also Zucker beispielsweise zeigt auch eine Belohnungswirkung, nachdem man das eingenommen hat, aber die ebbt sehr schnell wieder ab. Während es bei Drogen zum Beispiel lange erhalten bleibt, also so lange wie das High andauert. Und das ist der direkte
Effekt sozusagen, also der physiologische Effekt nach dem Konsum. Und es gibt aber einen Bereich, der ist noch viel wichtiger eigentlich für Sucht. Und das ist der Umbau des Belohnungssystems, der durch Suchtmittel, durch Drogen passiert oder auch durch andere Verhaltenssüchte, wie zum Beispiel Gaming. Wir lernen zum Beispiel die belohnende Wirkung vom Kuchenessen, die wir dann ja empfinden, verbinden wir dann mit Reizen, die damit im Zusammenhang waren. Also zum Beispiel meiner Lieblingsbäckerei. Und dann jedes Mal, wenn ich an dieser Bäckerei vorbeilaufe, erinnere ich mich daran. Und allein diese Bäckerei, dieser Reiz, der damit im Zusammenhang war, der motiviert mich dann. Das ist aber eigentlich ein guter Mechanismus. Den brauchen wir, damit wir überhaupt lernen, uns belohnungsbezogen zu verhalten in unserem Leben, damit wir Dinge erreichen können. Aber wenn lange Drogen konsumiert werden, dann wird der umgebaut. Und zwar insofern, dass dann die Belohnungswirkung von der Substanz oder dem Verhalten an sich, die nimmt ab. Also das heißt, Drogenkonsumierende spüren nach vielen, vielen Malen weniger Wirkung danach. Das nennt sich Toleranz. Und was aber gleichzeitig passiert, das ist das Gemeine daran, dass diese Aktivierung, die wir sehen in Bezug auf die Hinweisreize, also zum Beispiel, wenn ich dann eine Bar sehe, dann ist die Belohnungswirkung schon vorher sehr, sehr, sehr stark. Und diese Wirkung ist motivierend. Und das sorgt dann dafür, dass die Leute so ein starkes Verlangen, Craving nach einem Verhalten haben und sich danach darauf hinbewegen und das zeigen. Und das passiert eben bei Zucker nicht in dem Maße im Gehirn. Du bist gerade schon ein bisschen drauf eingegangen. Ja. Was läuft denn genau ab im Gehirn, wenn ich Zucker konsumiere? Also wenn ich jetzt beispielsweise zum Frühstück so ein richtig zuckriges Müsli esse, was passiert dann so in den nächsten Minuten oder Stunden? Genau, da gibt es eben diese zwei Teile. Also das ist einmal für den direkten Effekt, den wir uns jetzt hier anschauen wollen, die Belohnungswirkung im Gehirn. Also da gibt es ein bestimmtes System im Gehirn, das dann aktiviert wird. Das zeigt dann Aktivierung im Gehirn. Und dann gibt es noch einen ganz, ganz, ganz leichten psychoaktiven Effekt. Und das bedeutet im Endeffekt, dass man wirklich eine geistige Leistungssteigerung sieht. Die ist allerdings im Vergleich zu zum Beispiel Drogen sehr viel geringer. Zu viel Zucker kann ungesund sein. Das habe ich heute schon erfahren. Ich finde es aber super aufwendig, beim Einkaufen immer darauf zu achten, ob wenig Zucker in den Produkten steckt. Wäre es da nicht sinnvoller, die HerstellerInnen mit einer Steuer zur Reduzierung des Zuckergehalts zu bewegen? Ich unterhalte mich jetzt mit Katharina Bettich von der Professur für VWL, insbesondere Finanzwissenschaften, darüber, wie eine Zuckersteuer wirken würde. Katharina, was könnte denn der Staat überhaupt für einen Grund haben, beim Thema Zucker ins Wirtschaftsgeschehen einzugreifen? Also ich denke, beim Thema Zucker ist zum einen die Aufkommensfunktion wichtig. Also Steuern sind prinzipiell einfach dafür da, um Einnahmen zu generieren. Und außerdem würde die Lenkungsfunktion von Steuern greifen, also dass der Staat gerne unerwünschte Verhaltensweisen besteuern möchte. Das wäre also in diesem Fall, um den Zuckerkonsum zu verringern. Aus ökonomischer Sicht würde eine solche Lenkungssteuer sinnvoll sein, wenn der Konsum eines Gutes besteuert wird, der einen Schaden bei Dritten verursacht. Und bei der Zuckersteuer kann man sich das so vorstellen, dass wenn also viel Zucker konsumiert wird, dann gibt es ein höheres Krankheitsrisiko. Und wenn es mehr Krankheiten gibt, dann gibt es höhere Kosten im Gesundheitssystem. Und das würde dann also dazu führen, dass es Kosten für die Gesellschaft entstehen. Man kann sich das zum Beispiel auch so vorstellen, dass die Arbeitsproduktivität verringert wird, weil zum Beispiel Menschen mehr Krankheitsfehltage haben und dadurch würden also Kosten für Dritte entstehen. Was machen denn andere Länder vielleicht schon auf dem Gebiet der Zuckersteuer? Es gibt schon so etwas wie eine Zuckersteuer, aber wichtig ist zu sagen, dass nicht der Zucker in allen Lebensmitteln besteuert wird, sondern es werden insbesondere zuckerhaltige Getränke besteuert. Und das ist eine Steuer, die schon sehr oft vorkommt. Also mittlerweile lebt circa die Hälfte der Weltbevölkerung in Ländern und Städten, in denen es diese Steuer auf zuckerhaltige Getränke gibt. Und diese Ausgestaltung ist in den Ländern immer unterschiedlich. Also es gibt zum Beispiel verschiedene Steuersätze. In manchen Ländern werden die Getränke erst besteuert, wenn also ein bestimmter Schwellenwert von Zucker in dem Getränk erreicht wird. Und ja, also das kommt schon sehr häufig vor. Aber wirklich nur auf zuckerhaltige Getränke. Zuckersteuern an sich auf alle Lebensmittel gibt es sehr selten. Woran liegt das eigentlich, dass es nur die Getränke betrifft? Ich denke, es wird damit zusammenhängen, dass einmal der Zucker in Getränken teilweise als schlechter für die Gesundheit eingeschätzt wird als in Lebensmitteln, weil davon sehr hohe Mengen konsumiert werden können, ohne dass man zum Beispiel ein Sättigungsgefühl hat. Und ich denke, es wird auch viel damit zusammenhängen, dass es auch administrativ einfach leichter ist, diese Steuer einzuführen. Mit durchschnittlich 89 Gramm Zucker pro Tag wird in Deutschland deutlich mehr als die empfohlene Menge zu sich genommen. Die liegt laut WHO bei einem Verbrauch von 2000 Kilokalorien am Tag bei gerade einmal 50 Gramm. Hierzulande wird dieses Limit mit einem großen Glas Fanta schon fast erreicht. 500 Milliliter des Softdrinks enthalten 45,5 Gramm Zucker. In Frankreich dagegen trinkt man mit dem gleichen Glas 13 Gramm weniger.
Verglichen damit hat die Fanta in Großbritannien nur halb so viel Zucker wie die in Deutschland. Grund dafür ist die 2018 dort eingeführte Steuer auf Getränke, die extrem viel Zucker enthalten. Wären also in 500 Milliliter Fanta mehr als 25 Gramm Zucker, betrüge die Steuer umgerechnet 21 Cent pro Liter. Eine Simulationsstudie der TU München hat untersucht, wie sich die gängigen internationalen Besteuerungen in Deutschland zwischen 2024 und 2043 auswirken würden. Bei einem Rückgang des Zuckergehalts in den Rezepturen um 30% nach dem Beispiel Großbritanniens würde sich der Konsum pro Kopf um 2,3 Gramm Zucker am Tag verringern. In der Gruppe der 30- bis 49-jährigen Männer sogar um 6,1 Gramm. Außerdem würden etwa 240.000 Menschen später oder gar nicht an Diabetes Typ 2 erkranken. So könnten in Deutschland durch die Steuer 16 Milliarden Euro eingespart werden. Allein 4 Milliarden Euro davon Gesundheitskosten. Wie wirkt denn diese Steuer, wenn sie eingeführt wird? Also was genau passiert dann? Da gibt es schon sehr viele Studien zu aus verschiedenen Ländern. Die Studienergebnisse sind allerdings schon sehr unterschiedlich, muss man sagen. Das hängt natürlich einmal damit zusammen, dass die Steuer immer unterschiedlich ausgestaltet ist in den Ländern und dass dadurch natürlich Konsumenten anders darauf reagieren, unterschiedlich darauf reagieren. Was man mittlerweile relativ gesichert sagen kann, was sich zeigt in den Studien, ist, also dass der Preis schon erhöht wird von diesen zuckerhaltigen Getränken und das tatsächlich zu einer Verringerung vom Konsum führt. Meistens so um die 15%. Was man mittlerweile noch nicht so gut zeigen kann, ist, ob das tatsächlich positive Auswirkungen auf die Gesundheit hat. In Philadelphia wurde gezeigt, dass es tatsächlich nur zu einer sehr geringen Kalorienreduktion kommt durch diese Zuckersteuer. Also für Kinder wurde berechnet, ca. 10 Kalorien werden weniger am Tag zu sich genommen. Für Erwachsene zeigen sich ähnliche Ergebnisse. Es gab schon Studien, die untersucht haben, ob sich der BMI verändert hat. Da wurden auch keine Ergebnisse gefunden. Aber ich denke, das ist etwas, wo es einfach noch mehr Studien geben muss, um zu sehen, ob tatsächlich eine Wirkung erzielt wird durch diese Zuckersteuer. Könnte es denn passieren, dass durch diese Besteuerung von Zucker auf Süßungsmittel ausgewichen wird in den Produkten? Das passiert vor allem, wenn erst ab einem bestimmten Schwellenwert besteuert wird. Dann wird die Rezeptur zum einen angepasst, dass weniger Zucker enthalten ist. Und dann wird dieser Zucker sehr oft substituiert mit Süßungsmitteln zum Beispiel. Also statt der normalen Cola wird dann die Cola Light angeboten und vermehrt getrunken. Und das kann man zeigen, diese Ausweichreaktion gibt es also einmal bei Produzenten, die also die Rezeptur anpassen, aber auch bei Konsumenten, die dann eher auf Getränke zurückgreifen, die also nicht besteuert werden, also wo dann zum Beispiel mehr Süßungsmittel enthalten sind. Und ansonsten kann man sich genauso gut vorstellen, dass auch auf Süßigkeiten zurückgegriffen wird, weil Süßigkeiten auch nicht besteuert werden. Aber das sind typische Ausweichreaktionen, von denen man ausgehen kann, dass sie eintreffen werden. Nach dem ganzen Zucker brauche ich jetzt erstmal was Gesundes. Mir war gar nicht bewusst, wie viele verschiedene Zuckerarten es gibt und welchen Effekt sie auf unseren Körper haben können. Und auch wenn er im Gehirn so ähnlich wirkt wie eine Droge, macht Zucker nicht süchtig. Unser Körper braucht Zucker zum Überleben, aber zu viel davon macht krank. Eine Besteuerung von Getränken mit viel Zucker könnte ein Anfang sein, um unseren Konsum zu senken. Und ich glaube, nach dieser Folge esse ich jetzt für eine Weile erstmal keine Süßigkeiten mehr. Das war's mit dieser Folge der Guten Frage. Lasst uns doch gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Habt ihr auch schon mal versucht, euren Zuckerkonsum einzuschränken? Dann schreibt uns doch gerne in die Kommentare, wie es euch dabei ging. Hier oben kommt ihr zur letzten Guten Frage zum Thema Flucht und Migration. Und hier unten gelangt ihr zu einem weiteren Video von unserem Kanal.